Herzlich willkommen beim 40k Wohnzimmer, dein Kanal rund ums Hobby Miniaturenbemalung und Co. Schau auch gerne bei unserem Partner Tabletop Kingdom vorbei. Dort gibt es bis zu 25% auf GW-Produkte und mehr. Natürlich auch Base X. Basing leicht gemacht für jedermann. Solltest du deine Miniaturen bemalen lassen wollen, komm auf unsere Seite www.40kwohnzimmer.de, unserem Painting Studio. Und nun viel Spaß bei folgendem Format. Hallo, hier ist wieder euer Wohnzimmergeflüster, der Ort, wo wir über eure Miniaturen sprechen. Und wir haben uns hier wieder zu dritt eingefunden mit unserer geballten Inkompetenz und Kompetenz. Hallo. Meine Wenigkeit. Sehr feminin hier. Männer sind inkompetent, die Frau ist kompetent. Na komm, Aurelie ist schon diejenige von uns mit der größten Malexpertise, würde ich behaupten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wir haben die anderen Blickwinkel. Ja, das ist auch wichtig. Ja, du bringst ganz viel Wissen mit, was Aurelie und ich nicht haben, wenn es um Armee und Ähnliches geht. Da sind wir ja raus. Ich, Oller Kriegsdienstverweigerer. Ja. Ich war Zivi, weißt du? Das ist auch okay, braucht man auch. Die haben gefehlt, dass es weg war. Aber das ist jetzt nicht Thema. Richtig. So, was aber Thema ist, wir brauchen eure Minis, also Bilder von euren Minis. Wenn ihr eure Miniatur auch mal hier in diesem Format sehen wollt, dann schickt mir die entweder auf den Discord, haben wir einen Bereich, Wohnzimmergeflüster, zack, da kann man die Bilder reinschubsen. Das am besten, wenn ihr Discord Nitro habt. Wenn ihr das nicht habt, schickt mir die doch auch gerne einfach an info@40kwohnzimmer.de und wir können sie ohne Bildqualitätsverlust zeigen. Gut. Ja, Aurelie, vielleicht kannst du uns was zu dem Maler sagen. Der kommt ja aus deiner Richtung diesmal. Ja, das kommt aus meinem Server und ich habe das gesehen. Ich dachte, cool, lass uns den doch mal besprechen. Ja. Weißt du denn das auch, war so die Idee. Wer der Gute ist? Ich müsste jetzt gucken, wie der heißt. Ich habe es gerade gar nicht geguckt. Das ist aber auch gemein von mir, ne? Ich habe gefragt, ob er das bewerten haben möchte. Und ja. Genau, das wollte er, das habe ich auch gelesen. Jetzt hast du mich erwischt. Plagu Motarion heißt er. Plagu Motarion. Ich suche das gerade. Plague Motarion. Plagu heißt Plague. Ja, Plague. Plague, okay. Ja. Mein Englisch war gerade aus. Das ist okay. Das ist ja das Schöne an uns. Wir ergänzen uns einfach zu einer geballten Kompetenz. Jeder bringt seine eigenen Kompetenzbereiche mit. Ja. Ja. Und Kompetenz, hier haben wir ein sehr, sehr schönes Modell. Und das ist der gute Modgrog Grabat. Das ist ein echtes Biest auf dem Spielfeld, kann ich euch sagen. Den kriegt man fast nicht kaputt. Ein Retter wie doof, ein Fear-No-Pain, echt schweres Ding. Den hast du ganz, ganz lange als Must-Have in allen Orklisten gesehen. Aktuell weiß ich nicht, aber das Ding ist ein Biest. Ich bin schon sehr oft an den gescheitert, kann ich sagen. Das ist so ein bisschen Hass-Liebe, weil das Modell ist sehr schön. Ich hasse das Modell trotzdem. Ja. Das ist okay für dich. Ja, auf jeden Fall. So, sind wir am ersten Bild? Ich bin drauf. Mal. Wer fängt an? Aurelie fängt an. Soll ich anfangen? Okay, ja, also Plague Motarion. Einfach so erstmal so ein Wow-Effekt. Also du siehst auf jeden Fall erstmal, okay, cool. Das Vieh ist extrem, extrem aufwendig bemalt, ne? Worauf der Ork sitzt. Das Grün, das ist ein richtiger Eyecatcher, ne?
Die Auspuffrohre sind bläulich, also einen richtigen realistischen bläulichen violetten Effekt bemalt. Der hat Schleimspuren gemacht, wahrscheinlich mit Sekundenkleber, glaube ich. Ja. Ja, es könnte auch hier Oder mit Uhu. Mit Uhu glaube ich. sein. Ja. Uhu ist das, glaube ich, genau. Und ja. Wundränder, ne, wo die mechanischen Teile rauskommen, ne, die Rötung ums Maul, Vierecke auf den Metallteilen. Richtig alles ölig bemalt und alles so ein bisschen so alt wie Orks halt sind. So ein bisschen alles alt und so ein bisschen so Mad Max-stilmäßig. Aus Schrott. Ja. Die machen alles aus Schrott. Die können kein selber Metall herstellen. Die machen aus Schrott alles neu. Die glauben dran, dann klappt das. Ja. Schläuche auch in verschiedenen Farben. Also auch richtig ins Detail gegangen. Finde ich echt super. Ja. Also ich finde die Figur mega. Man sieht ganz, ganz viele verschiedene Techniken, die dort verarbeitet sind. Dieser Used Look, also dieser Rosteffekt, den er überall mit metallischen Effekten, Abriebbereiche und so, und also wahnsinniges Liebe zum Detail, ist nicht einfach nur trocken gebürstet, sondern gehighlightet. Ja, ne? Also auch der Übergang von dem Hai, ne, so von dem Schwarz zu Weiß, ne, mit ganz und dann teilweise noch mit den Rotschatten drunter, ne, und mit ganz vielen Strichen, Scratches sind da reingearbeitet in das Weiß, verschiedene Weißtöne, aufgebaut, schön geschichtet, das Auge richtig schön noch mit dem Gelb und der Linse reingemacht. Der Teil, der mir aber wirklich, wenn ich bei dem Bild gerade bin, bei der Perspektive, den ich am krassesten finde und der mir am meisten bei dem Modell auffällt, weil ich das so gut noch nie umgesetzt gesehen habe, ist, wie diese Technik aus dem Hai rauskommt, also aus dem Squeak Hai. Das sieht halt wirklich aus, so hey, das ist alles entzündet und das ist offen und die Kiemen sind aufgerissen, der Motor ist da reingesetzt worden und das kommt da richtig raus und das erkennt man richtig. Das sieht nicht wie aufgeklebt aus, weil ganz oft habe ich das schon gesehen, dann wird das so bemalt, dann sieht das wie aufgeklebt aus. Na, und das gefällt mir hier richtig, richtig gut. Ich finde die Blends auch sehr gut gelungen in allen Bereichen. Das heißt, auch bei der Haut, die Schatten, die sind realistisch zu dem Grün. Ja, aber ich muss jetzt sagen, er ist schon, also die Haut jetzt gerade im Bereich jetzt der Brust, also die Schattierung und alles und die Muskeln hat er hervorgehoben, aber die Haut sieht mir zu plastisch aus. Da fehlt mir so ein bisschen dieses Lebendige. Ja, so, ja, dass du sagst, das ist eine Haut, weißt du? Ja, aber der hat ja die Muskelstränge. Da sind ja auch noch ein bisschen Adern und so. Das ein bisschen zu clean meinst du? Ja, genau, zu clean, ja. Ja, hier also oben die Schattierungen alles. In dem Nackenbereich, ne, meinst du? Zum Beispiel, da hat er ja die Adern zum Beispiel, ne? Die sind genauso wie die Haut irgendwie. Ja, stimmt. Ja. Also man könnte ein bisschen mehr rosa noch mit reinarbeiten, das finde ich auch. Bei den Nippeln hat das gemacht. Das ist halt ein bisschen so wie Lebewesen, so wie er es beim Hai gemacht hat, auch bei der Haut. Ja. Ne, da sind Scratches drin, ne? Aber nicht so in dem gleichen Level wie der Hai. Ja, stimmt. Sticht halt arg raus so. Genau, er ist so ein bisschen das Model. Ne? Er hat irgendwie bei Photoshop seine Haut geformt irgendwie und dann der Hai ist so ein bisschen abgenutzt, Narben dran und alles voll das ist der gut. TikTok-Filter. Sieht aus wie Haut. Das ist der TikTok-Filter, machst du nix. Ja. Die Fingernägel hatte die, glaube ich, bemalt oder nicht, oder ich weiß nicht. Oder das ist, sieht man jetzt so nicht. Das sieht man so nicht. Ne? Vielleicht sehen wir es im nächsten Bild. Oh, dann aber was ich jetzt vorne noch bei dem Auge noch, ich will 2 Sachen noch sagen. Also, okay, 2 Sachen. Der hat ja auf der rechten Seite das Auge so ein bisschen USL-Effekt gemalt.
Aber das andere rote Auge, das sieht, ich habe erstmal gedacht, okay, hat er jetzt Auge bemalt? Gehst du näher ran? Oh ja, es ist rot. Also es wirkt jetzt ist nicht so auffällig. Ja, aber da ist eine kleine Orangepunkt drinne tatsächlich und das andere ist ja ein Cyberauge. Ja, Genau. das andere ist ein Cyberauge, ja. Das rote Auge ist so, geht so ein bisschen unter. Also vielleicht könnte man das noch ein bisschen, ich sag vielleicht noch einen Glanzpunkt reinmachen. Ich Das glaube, finde ich jetzt schon wieder cool, dass das sich so arg unterscheidet zwischen dem mechanischen Auge und dem echten Auge. ja, aber da wäre ich noch einen Step weiter gegangen und hätte anstatt dem Rot nochmal einen anderen Farbton genommen. Gute Frage, wie in Gelb vielleicht. Ja, wenn du auf der einen Seite das Cyberauge hast, dann zum Beispiel so gelb. Mhm. Ja. No? Das wäre auch eine Idee, ja. Ja, und bei den Bändern finde ich, die sind so irgendwie, wirken die sehr sauber, also nur angemalt. Also wenn nur Grundfarbe drauf. Also so ein paar Akzente wären, glaube ich, auch noch nicht schlecht gewesen. Die Lederbänder am Arm, ne? Zum Beispiel. Genau, am Arm, genau. Ja. Weil das ist alles so richtig krass bemalt, also der Hai und dann, wenn du ein paar Details dir anguckst, denkst du, okay, das passt dann doch nicht wieder zu dem anderen High-End. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich dann dagegen den Roboterarm anguckt, ne, so mit den Highlights gesetzt und mit den Lichtspiegeleien und Rost, ne, und solchen Wahnsinn, Sachen. Ja. Ne, also das ist Wahnsinn. Und dazu ist dann, und wenn man dann wirklich auf der gleichen Höhe rüber geht und dann das Lederarmband sieht, das ist ein bisschen, ne, oder auch wenn du dann runtergehst, die Lederhose, da sind ein paar Punkte und so drinne, aber das passt nicht, also es ist nicht auf dem gleichen Niveau wie der Rest der Miniatur. Es sieht gut aus, ne? Aber es ist nicht auf dem gleichen Niveau. Wenn ihr die Scratches auf dem Leder auch noch machen würde, das wäre auch nochmal richtig. Gut, das war's. Ja, gehen wir ins nächste Bild. Noch eine schöne Seitenansicht. Ne? Und auch hier, ne, die Wundränder um die Beinmechanik gemacht. Auch hier mit den Tackern, ne, halt auch wirklich einen Wundrand gemalt. Und viele malen den nicht, sondern malen halt einfach die Haut bis da. Und bringen den Schatten nicht da rein, wie er das gemacht hat. Dadurch sieht das halt wirklich aus, als ob die Maschine wirklich da reingedreht, bohrt wurde, ne? Und nicht nur, haben wir aufgeklebt. No. Weiß jetzt nicht, es sieht aus, als ob das Gelb nach dem Used Look aufgetragen worden ist, oder? Ein bisschen? Gelb? Wurde genau? An schwarz-gelber Schlauch. An dem schwarz-gelben Schlauch, ja. Ja, also das könnte man auf so einen Highlight-Akzent da noch reinsetzen. Ja. Also man kann so eine Linie noch reinziehen, das ist so richtig reflektiert. Hier so eine Spiegellinie, ne? Genau, ja. Das ist so ein Gummischlauch ist, oder wie? Ja. Also das Kameralicht, das Kameralicht zeigt sogar die Linie an, wenn man hinguckt. Ne? Also das Fotolicht. Du siehst so einen Lichtpegel, der davon alleine aufgrund des Lichtes, was auf das Modell geworfen wurde. Und wenn man den noch so ein bisschen malt. Ne? Also das ist, wie gesagt, auf ganz hohem Niveau. Ne? Also, weil wir sehen ja hier eine Miniatur mit einem Hammerniveau und dann sehen wir immer wieder so Kleinigkeiten, die einfach nicht zum Rest des Hammerniveaus passen. Das ist gut bemalt, aber da fehlt das Bam zum Rest. Ja, zum Beispiel diese Kralle am Arm, das ist ja mördermäßig gut. Ne, also mit den Scratches und mit den verschiedenen Höhen und Abnutzungen und angeschliffen sieht das aus. Ne? Und dann siehst du das Leder wieder und das Leder fügt sich nicht ein. Das ist neu, ist erst abgezogen worden vom Tier. Ja, das hat er gerade frisch aus dem aus dem Ledershop mitgenommen, weißt du? Das Orcas Ledershop. Ne? Und der hat ja noch irgendwas in der Hand. Irgendwas, ja. Steuerung von dem Ding. Ja, das könnte einfach nochmal so ein Stabilisator sein, wo der so dran packt. Aber das geht so ein bisschen in der Faust unter. Stimmt, das ist irgendwie gar nicht abgegrenzt richtig. Ja, auch.
Das wird so verwaschen zur Hand. Ja. Jetzt sieht man es auch, die Haut, dass die ist also die Muskeln und so betont, aber die Haut sieht nicht aus wie Haut. So, das sieht im Gesicht viel besser aus mit dem ganz bisschen. Ich muss sagen, mir gefällt die Haut besser als das Gesicht. Ja, Also aber ich meine, bei der Haut würde mir nur noch. Der hat es, Ja, glaube ich, aber auch gebrushed. Bei der Haut würde mir nur noch fehlen, wie gesagt, so die Venen, so ein bisschen. Ja, dass die ein bisschen. Was haben die Und- für Blut? Auch grünes Blut, oder? Dass man die einfach dunkelgrün macht, vielleicht? Ja, ich würde da, glaube ich, ein bisschen rosa mit rein, also so ein bisschen rötlich-rosa mit reinziehen. Ne? Was für eine Farbe hat Orkblut in dem Universum? Ich glaube grün. Das sind Pilzsporen. Vielleicht ist es gar kein Blut, sondern sporig. Orks sind Pilze in dem Universum. Aha. Ja, wenn du einen Ork tötest, dann verteilt er seine Pilzsporen und später wachsen daraus neue Orks. Und bei den Orks ist es immer so, es wächst immer das, was der Ork-Clan braucht. Wenn der Ork-Clan gerade Snotlings braucht, weil der Ork-Clan, also ein Chef und ganz viele Snotlings, weil der es sich erst aufbauen muss, dann wachsen da halt Snotlings raus. Beziehungsweise bei Warhammer 40k sind nicht Snotlings, sondern ne? Genau. So, und dann brauchst du, wenn der dann dann bei den Orks, dunkelgrün. ne, bei den Orks ist das immer so, auch bei den Squigs, die erscheinen immer, also Squigs sind auch Pilze und werden immer das, was der Clan braucht. Braucht der Clan Sprengstoff, werden das Sprengsquigs. Braucht der Clan halbe Maschinen, dann werden das halbe Maschinen und sowas. Also das ist, Orks haben eine so geile Lore, Leute. Also schaut da mal rein. Ich liebe es. Das ist heftig, ja. Also was man sich da ausgedacht hat, sie kommen mit ihren Schiffen, stürzen ab, bauen die Schiffe um und währenddessen tun sie ihre Sporen auf dem Planeten verteilen und kriegen noch mehr Arbeiter und Kämpfer und Krieger und Anführer und alles. Ja. No, und vor allen Dingen ist es so geil, Benzin ist leer, sie glauben daran, dass es weiterfährt und es fährt. Das ist so geil. Ja, genau, sie haben ein MG und glauben daran, dass es nicht leer geht. Dann geht das MG nicht leer. Und dann geht das MG nicht leer. Na? Okay. Die Magie der Orks. Orks Sonst ist irgendwas so toll. erzählen. Und Lila ist unsichtbar. Lila kann man nicht sehen. Wir schenken Aurelie einfach irgendwann mal so ein Sammelsurium an Lore. Weiß ich nicht. Wir schreiben 1000 für den Imperator an und sagen, hier, die braucht mal ein Briefing von euch oder so. Die hat schon so viele Armeen bemalt und alles. Ja. Und jetzt kommt sie an uns und lernt endlich mal was. Jetzt lerne ich endlich mal was, genau. Ja. Genau. Gut, zum nächsten weiter. Bild, ja. Auch von hier hinten, also dieses der Mega Hai, cool. mega gut und ne, auch das Leder, hier sieht man es schöner, auch in verschiedenen Andere Farben. Stufen reingebracht. Ne? Also die Tasche gefällt mir richtig gut wieder am Leder. Ne? Mit Ja, der hat andere unterschiedlichen Farben. Farbgebungen. Gut. Nicht das Leder hat auch nicht, also auch die Grundfarbe besteht aus verschiedenen Brauntupftönen und sowas. Ne? Am Rand schwarz angelaufen. Gefällt mir richtig gut. Die Lederhose gefällt mir am besten, muss ich sagen. Also das ist ja mega. Ja, jetzt aus dem Winkel muss ich sagen, also von vorne wird sie dem nicht gerecht, was wir jetzt hier hinten sehen, das Bild. Ja. No? Und dieses Schlangensymbol, das er auf dem Rücken hat, also Wahnsinn, wie er die Rosteffekte hingekriegt hat. Ich krieg das nicht so hin. Verschiedene Gelbtöne. Also runtergezogen. So leicht grün. noch. Vielleicht ein Oilwash genommen dafür. Genau, der Vorteil ist halt, wenn du das mit Oilwash machst, dann kannst du das halt ziehen. No? Und auch die Knochen, ne? Wenn du dir die Schattierung der Knochen anguckst, no? Hier oben bei dem Wappen. Ja. Der hat quasi ein Tigermuster da reingemalt. Das ist anders cool. Idee. Ja, richtig gut. Ja. Ja, aber ich finde jetzt, das rechts sieht nicht aus, also der rechte Knochen sieht nicht so nach Knochen aus mit der Schattierung und so. Ja, es könnte aber von einem Tyranniden sein.
Mhm. Ja, könnte auch sein, ja, stimmt. Dann passt es So wieder. interpretiere ich das auch, ja. Ja. Ja, die haben ja keine Knochen. Nee, aber wenn das so eine Chitinkralle von den Tyranniden ist, Ja, Mhm. das kann sein, ja. ist so härter als Knochen. Also ich Sag finde, mal. diese wieder zur Hose mal, weil ich finde, man hätte da so ein paar Scratches noch reinmachen können. Und diese roten, ja, ich sag mal, diese roten Symbole da drauf. So, ja, diese Da Metallplatten. fehlt vielleicht noch ein Akzent. Mhm. Das würde ich noch machen. Und quasi der Sattel, der hat die gleiche Farbe wie die Hose. Das, Ja. es ist vielleicht jetzt Meckern auf nur hohem Niveau, aber sieht halt so aus, er hat die gleiche Farbe genommen und der Er hat Sattel aber hat versucht- die ein bisschen- Scratches. Er hat versucht, mit einem Kreuz-Scratch ja, da hinten, den anders als die Hose zu gestalten. Ja. genau, da hinten hat. Und generell die andere Tasche, die beige ist, da hat er Linien reingezogen. Das hätte ich vielleicht doch auch ein bisschen mehr so gescratcht. Weil Ich das suche wirkt die jetzt als beige Tasche. Meinst du die diese Ledertasche? Linien, die Ledertasche hinten, die braune, die hellbraune. Da hat er Ja, das- die Kanten-Highlights gemacht. Genau, da hat kann Highlights gemacht, da könnte man auch, ich sag mal, es abgenutzt machen, indem man das quetscht. Ja. Sag ich mal. Mhm. Das sind die Linien, das ist halt dieses typische GW-Stil, diesen sauberen Stil, den man versucht immer umzusetzen. Das passt, glaube ich, jetzt zum Ich Stil finde jetzt zum nicht so Beispiel, richtig. also vom Leder her finde ich den Sattel mit den Scratches am besten. Ja, genau, finde ich auch. Ne? Also das ist ja das, wie ich das momentan selber gerne mache und immer weiter verfeiner. Ne? Weil mir das tatsächlich irgendwie am besten gefällt. Ne? Du musst weil halt diese kommt Scratches Leder machen. wirklich am nächsten, weil wenn wir davon ausgehen, dass im Used Look, ne, wenn wir sagen, wir malen im Used Look, dann ist Leder halt das, was als erstes Kratzer und solche Abriebsspuren bekommt. Mhm. Mhm. Genau. Ja, du machst halt diese Scratches und mit so einem helleren oder vielleicht sogar mit einem Weiß und gehst dann mit einem Wash oder mit einem verdünnten Braun nochmal Du drüber. nimmst einfach den Braunton. Oder du nimmst einen helleren Braun. Nee, du nimmst den Braunton und hältst den nach und nach einfach ein bisschen auf und setzt damit verschiedene Scratches. Damit habe ich zumindest die besten Erfahrungen genommen. Also ist besser, als wenn du verschiedene Brauntöne, weil manchmal fehlt dir dann die Zwischenstufe. Und deswegen nehme ich einen Braunton und arbeite dann hoch und färbe mir den hoch. Ja. Das geht halt wieder mit der Tube wieder besser, ne? Wenn du dann braune Tube hast und nimmst du Weiß mit dazu und gehst da immer heller. Das geht mit der Nestpalette wunderbar. Du machst einen braunen Punkt, ne? Dann machst du auf der einen Seite zum Beispiel, ich nehme ja nicht Weiß, ich nehme zum Beispiel Iced Yellow und dann mische ich die ineinander zu verschiedenen Farbtexturen und dann habe ich wie so einen Regenbogenverlauf auf meiner Farbpalette. Und Ja, da aber wenn das bediene ich mich dann raus, was ich gerade brauche. Ja, aber wenn du es jetzt mit GW-Farben machst, das habe ich jetzt auch beim Braun schon erlebt, dass es sich in seine Bestandteile auflöst, wenn man eine andere Farbe mit reinmischt, zum Beispiel Korax White oder so. Deswegen benutze ich keine GW-Farben. Das ist echt phänomenal, was für eine Eigenschaft das annimmt, wenn man da manchmal manche Farben miteinander mischt. Ja. Na, und wie gesagt, Nasspalette. Sonst funktioniert das auch nicht, was ich gerade gesagt habe. Ja. Gut. Gehen wir noch war noch eins oder ist das besser? Ja. Eins haben wir Eins noch. war noch. Eins haben wir noch. Dakar. Ja. Drauf gemalt. Cool. Na, also da sieht man schon, wie gut er seinen Pinsel. Ja, genau, da sieht man schon, wie gut er seinen Pinsel unter Kontrolle hat. Wenn du das auf den Kanonenlauf so geschrieben kriegst. Schreien die das? Dakar oder was? Dakar, Dakar! Das ist, das heißt schießen. Okay. Dakar, Dakar heißt schießen. Mehr schießen. Feuern. Mehr feuern. Dakar, 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 Dakar. Das muss ich mir aufschreiben. Ja. Das mache ich auf meine Orks auch. Es gibt auch ein Stratagem, oder gab es früher, das heißt Dakar, Dakar. Dann erhöhen die einfach ihre Schussanzahl. Das hatten die in der 8. Ich weiß nicht, welche die jetzt gerade haben. Die haben aber unheimlich lustige Namen für ihre Stratageme. Ne? Auch so dieses geht schneller und geht besser. Und also das ist schon cool. Mhm. Also Ork-Spieler nehmen sich selber nicht so ernst, weil die Ork-Lore tut das auch nicht. Und ja, wenn ich das gerade sehe, ärgere ich, dass ich mein Org-Projekt damals aufgegeben habe.
glaube, wäre ich heute an dem Stand, wo ich meinen Ork aufgegeben hätte, wären es keine Astra geworden, sondern dann doch eher die Ork. Naja, Ja, man hat ja noch klar. zur Lebenszeit über. Hast ja noch viel Zeit. Noch ein paar Orks bei mir liegen. Ich finde das sehr gut gelungen, der wieder die Krallen akzentuiert hat. Das sieht richtig Ja. gut aus. Die Streifen. Finde ich Die auch. Zähne halt auch. Ja. Also da, vor allem, die sind halt echt klein und das hat er richtig gut und richtig schön gemacht. Ich finde die Base ein bisschen langweilig im Gegensatz zur Miniatur. Ich kann verstehen, dass man die Base jetzt nicht so knallig peppig macht, weil natürlich der Fokus auf der Miniatur liegen soll. Aber so 1, 2 Steppengrasbüschel hätten dem Ding doch gut getan. Also jetzt abgesehen von den Büscheln finde ich auch bei dir, aber so finde ich die gut gestaltet. Also Ja, aber mir fehlt so ein bisschen, die ist mir zu kahl. ja. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Schlamm noch. Ein paar mehr irgendwas Nuancen reinmachen. Genau, ne? Also das sieht halt, ich dachte am Anfang, oh, der Kork ist nicht richtig bemalt. Okay. So, Ja, so das sah stimmt das. mal. Ja, nein, stopp. So sah das auf den ersten Blick auf. Wenn man dann genauer hinguckt, sieht man, dass das Ding schon gut bemalt ist und sauber bemalt ist. Aber es ist halt so eine Fläche, bis auf so 1, 2 Details vorne irgendwie. Aber ansonsten sieht das halt wie eine große leere Fläche aus. Und ich weiß, die Base ist recht groß von dem. Und ich finde immer solche großen Bases, da muss ein bisschen was mitgemacht werden. Ne? Also ich kann verstehen, dass man da jetzt nicht bunte Blumen draufsetzen möchte, die das irgendwie, aber so ein bisschen Steppengras, so ein trockenes oder so ein bisschen Matsch oder nochmal mit Pigmenten irgendwie so Staubecken Pigmente, ne? gearbeitet. Ja, stimmt, da fehlt noch was, hast recht. So irgendwie sowas. Ne, so ein bisschen in die, staubige so Bereiche. staubige Bereiche. Und das kann man dann auch wieder schön, gerade mit Pigmenten, in die Miniatur reinbringen, weil, also für mich sind die Miniatur und die Base 2 Modelle. Die sind nicht, der ist draufgesetzt, was ich prinzipiell meistens gar nicht so schlimm finde, aber wenn ich so einen Standard bei so einer Miniatur habe, wenn ich hier jetzt die Base einfach noch ein bisschen mit Pigmenten bearbeite, dann kann ich mit Staubpigmenten auch so ein bisschen die Füße mitnehmen und dann sieht das mehr zusammengehörig aus. Dann sieht das nicht wie draufgesetzt aus. So. Was mir noch so jetzt auffällt, sind die Waschspuren in den Rillen von den Kai, sag ich mal. Das ist irgendwie so ein bisschen unsauber. Das ist ein Fleck, der da eigentlich gar nicht hin soll, glaube ich. In der Kniekehle da, oberhalb. Ach so. Ja, das ist mir auch aufgefallen vorhin. Ja, da, ne? Also direkt so, da ist die Kniekehle und dann da so das Wash an einer Stelle, als ob der Pinsel da abgerutscht wäre. Ja. Das ist, glaube ich, 0 Oil oder so. Ja. Also ich würde das auch mit Oil Wash machen, also mit Ölfarbe. Ich auch, und weil nicht mit so Acrylöl. Weil Oil Wash. Sowas kannst du dann einfach wieder wegmachen. Das ist jetzt wieder Jammern auf hohem Niveau. Ja, das ist die Mini ist ein wahnsinniges Niveau, was jetzt da vor uns ist oder was wir auf den jeden Bildern Fall sehen. Aber und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass die Base jetzt nicht so viel Blick auf sich zieht, weil die Mini so. Die Base soll auch nicht viel mehr Blick auf sich ziehen. Die Base soll nur zum Modell gehören. Ja, okay. Na? Und so ein bisschen. Aber ich finde es trotzdem Wahnsinn. Die Miniatur ist Wahnsinn. Aber, das haben wir ja schon öfter gesagt, umso anspruchsvoller die Miniatur bemalt ist, umso anspruchsvoller müssen wir natürlich auch drauf gucken, was sieht man noch und wo ist so der nächste Step, wo man sagen könnte, boah, da kannst du noch ein Quäntchen drauflegen. Also was mir jetzt auffällt, weil Grün ist ja quasi, Rot ist die Komplementärfarbe von Grün, wenn er jetzt in der Base ein bisschen mehr rote Bereiche, also Rostspuren noch macht, dann könnte es alles noch ein bisschen besser auflockern. Genau, das. Oder mit rotem Pigment so ein bisschen gearbeitet, so ein bisschen roten Staub mit reingesetzt. Das meine ich, genau, ja. Und das hätte gereicht.
hätte einfach so ein bisschen die Base von der Fläche her nochmal aufgebrochen. Mhm. Und wie gesagt, Ja, wenn du hat dann halt- an den Füßen dran machst, dann verbindest du Miniatur und Base. Hm. Er hat halt ein bisschen andere Vorstellungen, wie ihr jetzt von einem Ork-Planeten. Ne? Orks haben Oder einen keine eigenen eingenommen, Planeten. Ja, oder ein eingenommener Planet. Hm. Ne, wenn alles nur noch dreckig ist und schlammig und Ja, aber gerade dann Bohricht. brauche ich halt die Verbindung zum Modell. Wenn ich nicht in Ja. der sauberen Stadt stehe, brauche ich die Verbindung zum Modell. Ja. So. Gut. Gut, das war's. Danke fürs Das war- Einreichen. Vielen Dank. Ich hoffe, Vielen, das vielen Dank. Format hat dir Spaß gemacht. Genau. Wie heißt der nochmal? Plague Rotaria. Ja, genau. Okay. Genau, wenn dir Ja. das Spaß gemacht hat und wenn du noch andere Modelle, wir haben ja gesehen, du hast auch noch andere Sachen, wenn du was eingereicht haben willst, darfst du es gerne einreichen. No, also ich Wir reden drüber. ermutige dich auch gerne bei Painting Legends mitzumachen, wenn du dich noch nicht angemeldet hast. Würde mich unheimlich freuen, eine Miniatur von dir da zu sehen. Oh, das wäre auch gut, ja. Da haben die Ja, anderen der gar keine passt gut da Chance. Mehr. rein. Ja, das würde ich so nicht sagen. Weil ich habe schon sehr gute Miniaturen gesehen. Mhm. Und dann- Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir brauchen eure Bilder, damit dieses Format weiter bestehen kann. Sonst muss ich irgendwann was einreichen. Da haben wir alle Angst vor. Nur du. Ja, und Ich berechtigt. war ja auch schon dran. Das nächste Mal bist du dran. Ich war auch schon öfter dran. Ich war auch schon Aber dran. da war und Auriel noch nicht da. ja, genau. So. Ich habe aber viel mehr Angst vor Ongus als vor Auriel. Ich bin ja ehrlich. Ich habe da noch so ein Trauma von Ja, einer von den Folge. schlechten Bildern, die du eingereicht hast. Ja, genau. Ich dachte ja gar nicht, dass du du hast das Trauma schon ausgelöst, aber du warst nicht die Ursache des Traumas. Ich habe dich gefragt, siehst du das genauso wie ich, wie schlecht das bemalt ist? Und da sagst du, das kann gar nicht sein. Ja, und dann habe ich ja auch das Modell unter einer Kamera gehalten. Und dann haben wir uns das nochmal angeguckt und stellten fest, die Fotos waren einfach scheiße. Ja, Gut. war eine dann gute Folge. Auf jeden Ja. Fall wünsche ich Hat euch Spaß allen gemacht. noch einen schönen Tag oder was auch immer und sage abonnieren, liken, teilen und kommentieren. In diesem Sinne, einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Bis bald. Tschüss. Mach's gut, ciao. Dann tschüss. Farbe Zukunft, Plastik wird Monument. Manu erschafft, was in Träumen brennt. Mit Herz und Treue aus Leidenschaft erweckt der Welt in der Schaft neue Kraft. Pinsel in der Hand, Visionen im Blick. Schritt für Schritt, er malt das große Glück. 40k Wohnzimmer, Herr der Farben und Zeit. Eine Legende unter den Sternen zählt so weit. Mit jeder Mini, mit jedem Modell trägt er sein Banner durch unser Weltenschnell. Im Wohnzimmer taucht, da lebt sein Geist. Mit Tipps und Lachen das Eis zerreißt. Gast und Freund an seiner Seite. Durch Farbenmeere auf endloser Reise. Pinsel in der Hand, Visionen im Blick. Schritt für Schritt, er malt das große Glück. 40k Wohnzimmer, Herr der Farben und Zeit. Eine Legende unter den Sternen zählt so weit. Mit jeder Mini, mit jedem Modell trägt er sein Banner durch unser Weltenschnell. Im Wohnzimmer taucht, da lebt sein Geist. Mit Tipps und Lachen das Eis zerreißt. Gast und Freund an seiner Seite. Durch Farbenmeere auf endloser Reise. Im Wohnzimmer taucht, da lebt sein Geist. Mit Tipps und Lachen das Eis zerreißt. Gast und Freund an seiner Seite. Durch Farbenmeere auf endloser Reise. Unter Neonlichtern bei schwarzer Nacht
moderne Welten gebaut, von Hand gemacht. Wohnzimmerbefestung mit Stahl und Licht. Und Manu, der Meister, verlässt uns nicht. 40k Wohnzimmer, Herr der Farben und Zeit. Eine Legende unter den Sternen fällt so weit. Mit jeder Mini, mit jedem Modell schlägt er sein Banner durch unser Weltenschnell. Ohne Zukunft, Träume zu Stein. Manu, der Schöpfer, wir stimmen ein. Wohnzimmer, der Helden für immer da.